Heute ist der Der 23. oder? 22. Ja, einer von oben. Februar 2025. Ja. Ara und so, die gehen schon wieder, oder? Und Ja, die gehen wieder. aha. Vermunda kommt retour und die Ah, Diana und Florena. Ah ja, Ja. okay, gut. Mhm. Ja. Und der Blas wird auch wieder retour kommen. Aber Ja. weiss nicht, hat nächsten Tage wahrscheinlich irgendwann. Ja, sehen wir dann. Oder du vielmehr, ich sehe das nicht. Also wir waren bei Arad Atasata und da würde ich gern weiterfahren. Und zwar, ich lese kurz etwas vor, das ist dann, ja, wir hatten, inwiefern Religion und Politik da Mächte oder Kräfte in Bewegung setzt, die sehr zerstörerisch sind. Darüber hatten wir gesprochen. Und jetzt geht es hier weiter. Das ist der 135. Satz. Ich glaube, den hatten wir, aber ich lese ihn nochmal vor. In Erkennung der Wahrheit durch einen in ihnen erweckten Willen aus eigener Kraft werden sie zu Suchern und Forschern der urgründigen Wahrheit, finden Erkennung und Wissen und werden weise. Da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Dann Satz 138. Der Erdenmensch sollte nicht an diesen Tatsachen zweifeln, denn sie sind für ihn klar erkenntlich, wenn er offenen Auges durch das Leben geht. Ja, die offenen Augen. Man darf das nicht wörtlich einfach nehmen. Offene Augen ist auch offener Sinn, offene Gedanken und so weiter und so. Das ist ja alles zusammen drin. Ist also das Nachdenken drin, das Überlegen drin, das Wort finden drin, Wirklichkeit sehen und Wort. Ja, im Englischen gibt's ja den Ausdruck open-minded. Minded ist ein schwieriges Wort. Aber das ist etwas Gleiche, aber Bewusstsein zu öffnen. Ja, genau. Das Bewusstsein, weil da hängt ja alles dran, alle Sinne und so weiter. Ja. Aber eben auch zu forschen, weil die Wahrheit, auch wenn sie einem zu einmal irgendwie kommt oder man stolpert über sie, Ja, genau. wenn das Bewusstsein nicht offen ist, dann geht man einfach weiter, ohne... Ja. Ja, die haben einmal gesagt, in England, in Indien hat die Frau Fisk zum Beispiel, hat einmal gesagt, you have to be open-minded if you see something. Ja. Oder es langt alleine nicht, dass man einfach irgendetwas sieht, da kannst du dich täuschen, oder? Selber täuschen, musst schauen, dein Bewusstsein offen halten, deine Gedanken offen halten und darüber nachdenken und schauen, was ist es wirklich. Du musst dem nachgehen. Ja. Dann, Ja, selbst wenn man Dinge sieht, kann man sich da täuschen. Ja, also genau. nicht nur optische Täuschung auch. Ja, du musst denen nachgehen, musst die Wirklichkeit finden und die Worte, die in der Wirklichkeit liegen. Das, was wirklich ist, das musst du ja sehen. Das musst du erkennen. Ja. Es ist also mehr als nur, wenn man etwas sieht. Oder? Da steckt sehr viel mehr dahinter. Ja. Ich lese das dann meist wie so ein inneres Sehen. Ja. Na, also nicht mit Ja, eben. Inneres. Innen, da, Ja. innen. Ja. 146. Satz, jetzt lese ich so mehrere Sätze. Nur einige wenige Formen versuchen, sich nach vorn zu entwickeln, wobei sie aber auf religiöse und politische Hemmnisse stoßen, durch die sie verwirrt und gestoppt werden. Unverständlich und unvernünftig überspannt der Erdenmensch den Bogen seines Schicksals immer und immer wieder, bricht ihn gewaltsam und zerstört so sein Werkzeug und damit sein Fortkommen und Leben.
Anstatt der bewusstseinsmäßigen und geistigen Entwicklung erreicht er dadurch nur gewaltsame weltliche und materielle Umbrüche, die in Form von Kriegen, Revolutionen, Mord und Totschlag und anderen kriminellen Handlungen in Erscheinung treten. Eine Tatsache, die in der irdischen Geschichte über Jahrtausende zurückverfolgt und bezeugt werden kann. Nur als ein Beispiel diene dazu die große französische Revolution, die weltweite Verheerung angerichtet hat. Es soll klargestellt sein, dass der Fortschritt des Erdenmenschen wie überall im Universum dem schöpferischen Gesetz der Gleichheit und der Einheit verbunden ist. Das mit der Französischen Revolution, könntest du da erklären, inwiefern die Verheerungen weltweit sind aufgrund der Ja, Französischen das hat die Französische Revolution, die hat ausgeschlagen nach Europa. Das Negative hat ausgeschlagen nach Europa und das, was in Europa gegangen und gelaufen ist, an Negativem hat sich nachher über die ganze Welt verbreitet, durch England hauptsächlich und nachher durch Amerika. Das ist praktisch eine riesige Welle, die entstanden ist, über sich die ganze Welt verbreitet hat. Und leider in negativer Art und Weise. Ja, ich spiele jetzt mal den Teufelsadvokaten und sage, es hat uns viel Demokratie gebracht. Ja, aber es hat auch eben das Negative gegeben damit oder braucht dazu und so weiter und so fort. Erst dadurch ist dann das gekommen, was besser geworden ist. Oder? Zuerst hat sich das negativ verbreitet durch die ganze Welt, hat es eine Welle gegeben, oder? Es ist vorgegangen worden, es ist nicht mehr einfach das akzeptiert worden, was die Regierenden gesagt haben. Es ist wieder die geschaffen worden. Es sind einige an der Regierung einfach umgebracht worden und so weiter und so fort. Wie es üblich ist beim Menschen, zuerst kommt das Böse und nachher kommt das Gute daraus raus. Oder? Ja. Und das ist einfach ein verkehrter Weg. Der richtige Weg ist das, dass wir von Anfang an schauen, das Gute einfach durchzubringen. Ohne, dass man zuerst Böses tut, oder? So, wie es eigentlich heute noch passieren tut. An vielen Orten passiert, wenn du etwas willst durchbringen, zuerst einmal Böses, recht Bösartiges, und dann nachher kommt's besser. Dann kommt's eventuell gut. Wie es zum Beispiel im Kongo geht. Oder? Wo Revolutionen sind, es wird gemordet. Und das soll wieder aufgehoben werden durch das, dass die Welt wieder intervenieren tut. Und nachher wieder jemand an die Regierung kommt, der nicht mehr morden tut. Oder? Wo der Volksaufstand gebrochen wird dadurch. Oder Guerillaaufstand, oder was es dann wirklich ist. Ja. Da siehst du jetzt auch da, was da geht und läuft. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil weltweit kippt es ja überall. Ja, also das wirtschaftlich, das geht von einem Ort politisch. zum anderen. Ja. Ja. Und dann nachher, wer weiss jetzt, woher ist das überhaupt gekommen? Wie es bei der Epidemie geht, bei den Krankheiten, bei der Pandemie geht. Woher kommt das? Oder? Und dann stellen sie einfach Vermutungen an und finden nie heraus, woher das kommt. Oder? Wie zum Beispiel, sagen wir mal, die spanische Grippe. Oder? Die ist nicht in Europa entstanden. Die ist in Amerika entstanden. ja, das hast du erzählt, ja. Ja. Die hat man von Amerika nach Europa gebracht. Und da wer weiss jetzt heute noch dran rum. Wieso ist das überhaupt zustande gekommen? Das heisst, es sei von Amerika gekommen. Es ist tatsächlich von Amerika gekommen. Ja, jetzt zum Beispiel
sagen wir Neutralität in der Schweiz, dass sie die halt gebrochen haben. Ja, Im Grunde. Willkürlich. ja, Ohne das Volk zu fragen. ja, genau. Dass man sowas jetzt zum Beispiel umkehrte. Meistens ist sowas halt dann eben durch Aufstand, Revolution und so weiter. Ja, ja. Ist es so, dass wenn nachher genügend Menschen vernünftig denken würden, dass das Ja. dann automatisch sich nicht aufrecht erhalten ließe? Genau, so ist es. Und das hat sich im 18. Jahrhundert, oder wann das war, auch so ergeben in der Schweiz mit der Neutralität. Und heute kommen sie wieder und machen sie wieder kaputt. Ja. Oder? Und da ist man zusammengestanden und gesagt, wir wollen Frieden haben. Wir wollen Frieden mit der ganzen Welt haben. Und heute haben wir eine Sendung in Bern oben, die genau das Gegenteil machen. Sie machen die Neutralität kaputt, durch das, dass sie sich einmischen in der Ukraine, durch das, dass sie sich einmischen in Russland und so weiter und so fort. Und da im Nahen Osten unten. Oder? Ja. Wo sie sich als neutrales Land überhaupt nicht einzumischen haben, in keinerlei Händel im Ausland. Oder? Sie machen aber das zu Bern oben. Oder? Ja. Ja, das Volk ist gleichgültig, das unternimmt nichts dagegen. Bis es krachen tut. Und dann wären sie froh, sie hätten die Neutralität noch. Dann müssen sie wieder neu schaffen. Ja. Wenn es dann hinten runtergeht und sie anfangen, Nachteil zu ziehen daraus, oder? Ja. Das ist so. Das ist genau wie in einer Familie rein, oder? Wo zum Beispiel der Ehemann oder die Frau nicht richtig handelt, oder? Und Krach macht, oder die Kinder nicht richtig tun, und da kann die ganze Familie zerstören, Ja. oder? Ja. Das ist sehr weg. Und dann braucht es wieder etwas, wo irgendwie schaltet und die Vernunft dann plötzlich wieder anfängt durchbrechen und dann die Sache geregelt wird. Oder? Leider. Ja. So ist leider der Mensch. Und es heisst von Alters her, der Erling, durch Schaden wird er klug. Ja. Ja. Nur es muss der Schaden immer so groß sein, dass dann nicht viel übrig bleibt. Ja, genau. In der Regel kommt es eben sehr weg, dass der Schaden gross wird. Ja. Siehe Atlantis und Mu. Ja, Gar nichts übrig geblieben. ja. Ist das jetzt weit in die Zukunft geschaut? Es sind halt immer diese Phasen der Vernunft und dann kommt wieder die Unvernunft. Ja, weißt du, das ist die Machtgier vom Menschen. Oder? Ich will der Größte sein. Viele Menschen, ich will der Größte sein. Ich will Vorteile haben. Aufbügen oder brechen, ist mir gleich, was den anderen passiert. Oder? Ja. Weil nur eben für sich allein gedacht wird. Statt für Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist die ganze Welt. Gemeinschaft ist der Menschheit. Nicht nur in der eigenen Familie oder in der Verwandtschaft oder im eigenen Dorf, sondern es ist immer die ganze Menschheit betroffen davon. Ja, es zieht seine Kreise. Ja, genau. Was jeder tut. Ja. Natürlich. Es geht von einem Ort geht's aus und verbreitet sich über die ganze Welt. Genauso wie eine Epidemie, wo es dann nachher eine Pandemie daraus gibt und wahrscheinlich über die ganze Welt verbreitet wird. Ja. Oder? Bei eins fängt es an und nachher ins Unendliche. Ja, werden wir die Lehre auch ins Universum hinaustragen, wenn es uns möglich sein wird in ferner Zukunft? So wie die Menschheit heute dran ist,
trägt alles in den Weltraum raus. Eben auch Religion. Ja, Also beides im Ja. Grunde dann. ja. Und die Religion ist vor allem das Schlimmste. Ja. Ja. Das ist nämlich Glauben. Es ist nicht Wirklichkeit. Es wird nicht das gesehen, was wirklich ist. Es wird an den lieben Gott appelliert. Und meinen, die können ihm helfen, ein Mensch. Dabei muss sich der Mensch ja selber helfen. Er ist derjenige, der denken muss und sich ändern muss und es richtig machen muss aus allem. Oder? Ja. Es ist ja kein lieber Gott, wo der Mensch geht ändern zum Besseren. Nur er selber macht das durch sein Denken und Handeln und so weiter und so fort, oder? Wenn er richtig denkt und richtig handelt, dann bessert es. Aber das wird nur von einer Minorität gemacht. Die Grossmasse kümmert sich nicht darum. Sie ist effektiv gleichgültig. Ja, mir scheint, dass das bei uns nie wie bei den Plejaren sein wird, dass es da wirklich auf dem ganzen Planeten zum Beispiel Ja, weißt man an du, einem Strang zieht. ja, das so hat eine- aber auch bei den Plejaren hat das Unmengen Menschenleben gekostet, die sich selber umgebracht haben. Millionenweise. Ja, ja. Aber sie da haben es ja geschafft. Ja, Also sie haben die haben es dann geschaffen. ja. Aber da, millionenweise wären es umgebracht, 10 Millionenweise durch Krieg. Ja. Und das bringt ja gar nicht. Also, Ja. Die Derling bringen sich nicht selber um, weil sie sehen, ich mache alles falsch und ich bin nicht fähig, mich zu ändern und so weiter und so fort. Ich bringe mich lieber um. Oder? Nein, da machen sie Krieg und bringen einander um. Es wird nicht gelernt, es wird nicht besser. Es ändert sich rein gar nicht. Ganz im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Mit jedem Krieg wird es schlimmer. ja. Wenn du denkst, vor ein paar hundert Jahren haben sie dann noch den Schädel eingeschlagen, haben noch mit Pfeil und Bogen aufeinander geschossen oder weiss ich was, oder? Und heute, was machen sie? Nicht einmal mehr Mann gegen Mann kämpfen, schicken nur noch Drohnen vorbei. Ja. Ja. Jetzt Ja. haben wir einen Drohnenkrieg. Ja. Oder? Weil es sehr feige Morde sind. Ja. Feige Morde. Ja. Aber man kann sich da überhaupt nicht mehr gegen Es ist nicht verteidigen. ein Fortschritt, es ist ein Rückschritt, ein gewaltiger Rückschritt. Ja. Und ich würde sagen, der grösste Rückschritt, der jemals stattgefunden hat bezüglich Krieg. Dass man Drohnen her schickt und, oder? Ja. Ja, es hat auch nichts mehr mit Kriegertum zu tun, Nein, wo nein, ehrenhaften Krieg Das hat oder so. Ja, das hat nur noch mit Metzlerei zu tun, Ja. mit Anschlägen, mit Hinterhältigkeit. mit Hinterhältigkeit. Ja. Ja, das hat nicht einmal mehr, ja, wie du sagst, es hat nicht einmal mehr mit Krieg etwas zu tun. Ja. Es ist noch viel schlimmer geworden. Ja. Ja, die Krieger hatten ja auch einen gewissen Kodex. Ja, genau. ne? Der ist auch Der- weg. Der ist ja. auch weg. Da wird alles getötet. Ja. Und, Ja. ja. Und Ja. jetzt habe ich da gerade einen Artikel bekommen von einem Mensch, der in der Ukraine gelebt hat. Er ist jetzt ausgezogen wieder in der Ukraine. Der hat miterlebt, wo es losgegangen ist, offenbar mit dem Krieg, wo der Putin dann zugeschlagen hat. Nachdem hat sich der Putin angenommen zu dem, dass er Russland angefangen hat zu verteidigen. Im Hintergrund ist aber der Biden gestanden mit der Forderung, ihr gehen in die NATO. Aber Ukraine hat Krieg angefangen
und hat wollen durchsetzen mit dem, was sie im Kopf hatten. Nämlich irgendwie sich, wie soll ich sagen, sich, glaube ich, Reste vom Land noch aneignen wollen und gegen Russland anfangen zu kämpfen. Und der Putin hat angefangen, dann sich wehren gegen die und hat auf diese Art und Weise nachher den Krieg ausgelöst, wo jetzt seit 3 Jahren laufen tut. Ja. Ja. Und im Hintergrund, alles im Hintergrund steht der Biden mit dem, dass er hat die NATO in die Ukraine bringen. Mhm. Oder? Ja. Aber die Ukraine hat angefangen zu kriegen gegen das, was sie haben wollen zurückerobern von dem, was bereits zu Russland gehört hat. Ja. Ja. Weißt du, ich habe den Artikel nur so überflogen und weiss nicht genau Bescheid darüber. Von 2014 bis 2022 haben die Ukrainer ja im Donbass Russen bombardiert und getötet. Also um die 10.000 wird geschätzt. Russen wurden umgebracht. Ja. Im Donbass. Und das hat Putin 8 Jahre lang mit angesehen. Ja, eben. Und der Artikel habe ich jetzt in das Ding da, in das Zeitzeichen hier. Ist dann im Zeitzeichen rein. Ja. No. Also das, und jetzt, ich habe auch einen Bericht gesehen vom CNN, von 2015, also als das losging oder nach einem Jahr, sind die dann in die Ukraine, in den Donbass, wo dann aber so viele Russen leben, und haben da im Krankenhaus berichtet. Das ist gerade dort gewesen, ja, wo eine Frau dann weinte noch und sagte, warum macht ihr das in Kiew und so, ne? Wir sind doch eine Familie und und irgend so etwas ist gewesen, ja. Musst dann den Artikel, ich habe keine Zeit, bis ich die Sache wieder geordnet habe und das Bild und alles zusammen. Musst es dann lesen im Bild. Ja, ist gut. Aber um das abzuschließen, mir scheint, dass es wie als die Vorfahren der Plejaren hier auf der Erde waren und dann die einen sich sozusagen zu Art Göttern erhoben haben und die anderen das sind aber nicht Plejaren, nein, aber gemeinsame Vorfahren. Ja. Gemeinsame Vorfahren. Aber diese Gruppe, meine ich, die waren alle waren ja technisch schon sehr weit. Aber es war dann eben auch dieser kleine Teil, der gegangen ist und sagte, wir wollen damit nichts zu tun, die vernünftig waren. Ja. Und wahrscheinlich der größere Teil. Die haben sich aber auch separat gehalten. Ah ja. Die haben nichts zu tun haben mit den Fremden da. Nein, die haben nichts zu tun haben mit dem. Die haben sich auch haben sie sich zurückgehalten und haben sich nicht von diesen Orten lassen, sonst wären sie wahrscheinlich auf die losgegangen, oder? Ah, okay. Also das geht so weit zurück. Ja. Dann waren das eigentlich immer diese Fremden, die... die sich als Götter erhoben haben. Das waren dann... also die als Götter gemacht wurden. Ja, natürlich. Ja, aber die sich im Grunde schon dazu erschwungen haben. Ja. Ja, aber mir scheint, dass das so auf der Erde dann immer so irgendwie bleiben wird. Immer ausgeartet. Ja, das eben, also es gibt schon einige wenige Vernünftige. Ja, aber die willst du suchen. Aber die werden nie die Kontrolle erringen, sondern immer das Nachsehen haben. Diejenigen, wo negativ sind, wie es da auf der Erde ist, das Negative Sieg von Alters her. Ja. Ja, weil es einfach zu viel Rückhalt hat. Ja. Und genau. Gibt's ja immer wieder irgendwo in der Straßenbahn
Rassisten oder so bedrohen, Ja. irgendeinen Ausländer, alle sitzen so rum. rundum geht dann auf die Messerstechereien, die Toten, die es wieder gegeben hat wegen Messerstechereien. Im Elsass und in Deutschland, da in der Schweiz und überall. Ja. Von den anderen Ländern, da schweigt man, da sagt man überhaupt gar nichts mehr. Man redet nur noch von Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ja. Ja. Und das andere, das wird im Boden nie geschwiegen. Und genau wie unsere Tageszeitungen, die verschwiegen das, was sie eigentlich müssten, an die Öffentlichkeit bringen. Wir haben den Infosperber, wo das klarleiten fängt, oder? Der Gasche zum Beispiel, oder? Wo da Klartextstrich reden tut. Oder? Und Tagesanzeiger, NZZ und so, und der Blick, die grossen von der Schweiz, die Tageszeitungen, die Medien, wo alles zusammen abdruckt und das Volk in die Dummheit liegen lassen, nicht informieren, was wirklich los ist. Ja. Ja, gibt da nur noch wenig seriöse, Ja. Unabhängige. Ja. Also es gibt schon noch einige Unabhängige, aber das sind dann oft auch wieder Ja, und unseriös, die ne? werden So- zu so- sehr gemacht. Ja. Ja. Satz 155. Die Hypereinheit kann also nicht erreicht werden, wenn nur weltlicher und materieller Fortschritt angestrebt und erzielt wird, während der geistige Fortschritt keine Berechtigung findet. Ja. Hypereinheit heißt eigentlich nur Einheit von... Ganz Hypereinheit ist ganze Einheit. Ja. Totale. Der nächste Satz sagt dann auch, der wahre Fortschritt hat also nichts mit einem nur weltlich-materiellen Vorwärtsführen zu tun, Nein. sondern mit der weltlich-materiellen Entwicklung einerseits und mit der geistigen Entwicklung andererseits, die nur zusammengelegt und zusammen entwickelt zur Einheit und zum Fortschritt Genau. führen. Der Mensch muss also gescheiter werden, die Religionen wegrühren, nicht mehr glauben, sondern das machen, was wirklich ist, was Tatsache ist, was effektiv ist. Und dann kann es klappen. Ja. Also nicht mehr glauben, sondern effektiv selber denken und das machen, was richtig ist. Oder? Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das da eben schon drin war. Ich lese mal weiter. Aber die Frage war, bevor ich vielleicht dann doch wieder vergesse, scheinbar ist eine technische Entwicklung, scheint mir zumindest auch nötig. Also als Beispiel. Natürlich, die technische Entwicklung läuft automatisch mit. Aber in einem Rahmen, wo annehmbar ist. Wo wirklich mitläuft mit dem da oben vom Mensch. Mit dem, was er denkt, was er richtig kann denken, was er richtig kann handeln daraus raus. Und ein richtiges Verhalten zu Tag legt. Dann auf diese Art und Weise muss auch Technik mitlaufen. Was jetzt mitlaufen tut, das tut nicht mitlaufen, das tut überlaufen. Das, was das KI bringt, ist ein Überlaufen von der ganzen Technik. Und Überlaufen von dem, was beim Menschen fähig ist, überhaupt zu denken. Wo KI selber anfängt, Sachen entwerfen und aufbauen und durchsetzen, anhand von dem, was der Mensch ihm programmieren tut. Wo der Mensch nicht fähig ist, selber so weit zu denken, sondern einfach das, was er programmiert hat im KI inne, das KI selbstständig weiterentwickeln. Oder? Es ist nicht ein Wissen, das das KI sich aneignet,
sondern es ist einfach ein technischer Fortschritt, wo das KI selbstständig anhand von dem, was sie als Grundlage vorgegeben hat, vorgegeben bekommen hat, vom Mensch kann weiterentwickeln. Ohne dass es denken. Ja. Sondern einfach, es ist eine gewisse technische Logik dahinter, wo die Technik kann das erweitern, was ihm vorgegeben wird, kann durch das, was es funktionieren tut, immer weiter und weiter entwickeln. Ja. Ja, das ist nicht das Denken. Na. Sondern einfach, es ist eine Entwicklung, die vorgegeben ist vom Mensch, wo programmieren, das programmieren tut und das KI tut das selbstständig weiterentwickeln. Ja, es war selbstständig. Und das ist ja so gefährlich, ja. wie sich da diejenigen, die das gemacht haben, heute praktisch die Haare ausreißen, weil sie jetzt das feststellen, was sie angerichtet haben mit dem. Ja. Die haben ja am Fernsehen ausgerufen, sie könnten sich die Haare zum Kopf aufreißen, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ja, Geoffrey Hinton, einer der Gründer sozusagen oder Entdecker der künstlichen Intelligenz, ist jetzt ein großer Kritiker. Ja. Und hat glaube ich, sogar einen Nobelpreis bekommen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber... Ja, weißt du, das ist bereits herausgefunden worden. Ja. Ja, es lässt sich wahrscheinlich nicht mehr... Kannst du es nicht mehr stoppen? Nicht mehr stoppen, ja. Ist schon zu weit vorgeschritten. Ja. Aber es ist dem Mensch schon verheimlicht worden, dass in den 80er Jahren, das letzten Jahrhundert, bereits so weit war, dass das in die Entwicklungsphase gebracht worden ist. Ja. Ja, wie weit ist die geheime, ich sage immer dazu, die geheime Wissenschaft? Ist schon recht weit. Ja. Aber wie weit, das weiss ich auch nicht, wie weit das wirklich sind. Ja. Aber sie sind schon weit fortgeschritten. Ja, ich vermute, die sind so 30 bis 40 Jahre oder noch vielleicht sogar schon mehr. Ja, mit Sicherheit. Also mindestens 30 Der Jahre. heutigen Zeit voraus. Ja. Ja. Also ich bin mir sicher, dass es schon Quantencomputer im Geheimen gibt, die bei Zimmertemperatur voll funktionstüchtig sind. Glaube ich. Ja, aber eben nicht die fürs Militär halt, aber nicht für... Ja, wer hat Macht in der Hand? Das Militär hat Macht in der Hand. Ja. Ja. Die gesamte Entwicklung, technische Entwicklung von abgestürzten UFOs, das liegt alles in militärischer Hand. Ja, natürlich, oder? Selbst die zivilen Geheimdienste haben da überhaupt nichts zu melden. Nein. Da kommt sofort das Militär und schnappt sich das. Und was die dort schon entwickelt haben, ist ein paar Mal weiter, als bekannt gegeben wird, oder? Ja. Was da geheime Sachen sind. Alleine das, was mir der Wendel vorgeführt hat, da in Amerika, mit Semjase zusammen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Aber das Maul behalten, nichts sagen. Ja, aber das ist auch schon... So springen sie dich um. Ja, bloß nichts. Du weißt, mein Name ist Hase. Ja, ist klar. Also, das sind Laboratorien, da weiß man gar nicht, dass die existieren. Ja, ne, die sind irgendwo unterirdisch. Die sind unter 300-400 Meter unter der Erde. Ja. Stell dir mal vor, es ist sehr aktiv. Ja, das ein Atomangriff würden die überstehen. Ja. Und wenn du irgendetwas sagst, ist genau gleich, ob es wegen dem ist, wegen dem Militär, wegen dem UFO oder nur
eben das, was wir vorhin geredet haben, wegen der Bigfoot oder Sasquatch oder wie es denen alle sagen. Wenn du da etwas verlauten lässt, dann bist du verkauft. Ja. Das Ja. Maul behalten, Ja. Ja. das Einzige, was du kannst. Ja. Ich überlegte, warum technische Entwicklung auch wichtig sein könnte. Und zwar, du warst ja mal mit Swart bei diesen friedfertigen Ureinwohnern Ja. im Amazonas oder wo Ja. das war. Und da dachte ich, ja, die sind spirituell, sind die weiter als der Ja. Rest der Welt, Ja. weil sie wirklich friedlich zusammenleben, Ja. kontinuierlich. Also, Weißt du, was hat das Vater einmal gesagt? was? Tiere sind 100-mal besser als der Mensch. Der Mensch hat ein Verstand, Dings da im Kopf oben, wo er kann überlegen, wo bewusst kann denken, bewusst kann handeln. Ein Tier hat nur den Instinkt, wo sagt, ich muss leben, oder also wo es einfach fühlt, ich muss leben. Und es etwas reissen tut, das es zu fressen hat. Wie ein Raubtier, oder? Das ein anderes Tier jagen tut und fressen tut. Und dann, es gibt vielleicht Ausartungen darunter, wo dann ein paar Tiere töten, wo praktisch in einen Rausch kommen, dann ein Reissrausch kommen und ein paar Tiere töten dann, oder? Wie es zum Beispiel passieren tut, da, weil man jagen tut und sich die Tiere anfangen zu wehren und dann ausartet, oder? Aber musst du mal den Mensch schauen. Der Mensch macht es 100-mal, 1000-mal verreckter als jedes Tier. Wie hat er gesagt? Verreckter als es, wie hat das gesagt? Beast of Prey. Irgendetwas so. Wo ein Tier einfach ausarten tut und mehrere Tiere reissen tut. Der Mensch ist 100-mal, 1000-mal, zigtausendmal verreckter. Der macht Krieg und tut Millionen von Menschen umbringen. Oder? Millionen von Menschen. Ja. Macht das Tier nicht. Ja. Ja. Noch nie etwas gehört von dem. Ja. Um auf die technologische Entwicklung zurückzukommen. Die leben jetzt halt friedlich zusammen und sind spirituell, haben sie schon den Stand erreicht, dass sie friedlich sind. Ja. Vollkommen friedfertig. Ja. Jetzt, wenn jetzt aber jeder Planet ist ja irgendwann durch andere Himmelskörper in Gefahr. Es gibt überall Kometen im Universum. Mhm. Und nur wenn man über die technischen Möglichkeiten entweder einen Komet abzulenken oder den Planeten zu verlassen, Ja. ist das Überleben gesichert. Ja, Und da richtig. dachte ich, da kommt dann weil eigentlich ist die technologische Entwicklung, finde ich, nicht so wichtig wie die spirituelle. Ja. Also spirituelle ist wichtiger, um harmonisch und friedlich zusammenleben Richtig. zu können. Das ist sehr viel Also- wichtiger als jede Technik. Selbst als Sammler und Jäger Ja. kann ich glücklich leben. Ja, Jäger, ein Haufen ballen sich zusammen zu einer Gesellschaft, Jagdgesellschaft, gehen und jagen Tiere und rostet alles aus. Ja, Ein Tier macht das, nicht Nein, dass die nein. dass irgendwie andere gehen ausrotten. Aber der Mensch macht das. Nicht nur, dass er Tiere ausrottet, sondern massenweise Menschen umlegen tut, für nichts und wieder nichts. Ohne dass er sich ein Gewissen macht drum. ja.
Ich weiss, ich habe einen Maneater erlebt, also einen Tiger da in Indien hinein. Aber das war ein Maneater gsi. Und ich weiss, warum der zum Maneater geworden ist. Vor lauter Schreck, weisst, wegen einem Vulkanausbruch, plötzlich aus der Erde rausgekommen. Und er ist verletzt worden und wahrscheinlich einen Gehirnschaden gehabt. Und dann ist er zum Maneater geworden. Also zum Menschenfresser. Ja. Mhm. Oder 6 oder 7 Menschen hat er dann umgebracht, bevor er erschossen worden ist. Ja. Ja, das ist dann, wenn die Psyche einen Schaden nimmt bei Tieren. Richtig. Das ist ja. Da kannst du noch nachvollziehen. Ja. Aber das, was der Mensch macht, kannst du nicht mehr nachvollziehen. Ja, es ist. Tausendenweise, millionenweise Menschen gehen umlegen. Ja. Nur ich habe gemacht. Ich bin der Größte. Was macht er nicht an Yahoo? Ja. Nichts anderes. Ja. Insofern macht die Technik alles nur noch schlimmer. Ja. Also ist spirituelle Entwicklung viel wichtiger als genau. technische. Ja. Gehört. Ja. Ja. Gut. Ich danke dir. Ja.